Hallo und willkommen zurück. Wir sind immer noch auf den Knauf-Werktagen 2023 auf unserem digitalen Messerundgang hier beim Livestream. Wir haben Ihnen schon viele Produkte heute vorgestellt aus allen möglichen verschiedenen Bereichen von Knauf. Und wir sind jetzt tatsächlich schon beim vorletzten Stand für heute angelangt. Und da geht es um ganz besondere Platten, die man sehr gut für Außenwände, aber auch für Außendecken verwenden kann. Und diese Platten sind praktischerweise, weil sie ja außen sind am Gebäude, auch besonders korrosionsgeschützt. Das Ganze heißt Aquapanel und Jörg Sülwald ist einer von den beiden, die sich hier sehr gut damit auskennen. Hallo Jörg. Hallo Johannes. Wie ist das? Was macht diese Platten eigentlich so korrosionsbeständig? Woraus bestehen die? Genau. Erst Mal sind wir jetzt hier theoretisch zumindest draußen. Das heißt, wir befinden uns nicht mehr im Innenbereich, im Gipsbereich, sondern wir haben jetzt zementäre Bauplatten. Das heißt, es ist ein anderes Produkt. Da wir uns draußen befinden, du hast es ja eben gerade schon gesagt, brauchen wir auch andere Profile und die sind korrosionsgeschützt. Und von welchen Anwendungsbereichen sprechen wir hier? Also klar, Außenbereich, aber was für Gebäudeformen sind da im Prinzip möglich? Geht das auf jedem Gebäude? Genau, geht um jedem Gebäude. Und wir stehen hier ja in der Theorie und auch in der Praxis zumindest vor einem sogenannten Laubengang. Das heißt, wir haben eine Trennwand hier und die machen wir halt mit dem Trockenbausystem, aber eben mit dem besonderen System, korrosionsgeschützt und eben statt Gipsplatten, Zementplatten, der Aquapanel. Also das ist das entscheidende Stichpunkt, glaube ich, ne? Der entscheidende Stichpunkt, dass es aus Zement ist und gerade dadurch ist es ja so korrosionsgeschützt. Genau, ist eine fließkaschierte Platte, mit zementären Baustoffen eben, Aquapanel. Und die ist eben wasserbeständig, muss sie ja auch, weil sie draußen eben ist, besonders stoß- und schlagfest. Das heißt, sie hat auch konstruktive Anforderungen zu erfüllen. Und da ist eben, wie gesagt, Aquapanel eben die richtige Platte aus Zement eben. Das gucken wir jetzt natürlich uns auch mal an, dieses Aquapanel. Da steht nämlich auch schon Michael. Grüß dich, Michael. Hallo, grüß dich. Du wirst uns nämlich jetzt zeigen, wie wir das Ganze ja auch anbringen, ne, an die Wand. Beziehungsweise, wir haben ja erstmal eine Unterkonstruktion, die wir, glaube ich, dafür brauchen. Ne? Genau, eine Unterkonstruktion wie in den normalen Innenbereich hier, einmal bestehend aus dem UW-Profil, was wir hier einmal am Boden bzw. an der Decke und am Boden brauchen, und das CW-Profil, korrosionsgeschützt M3, was hier eben dann in der Senkrechten hier angebracht wird, damit dass wir unsere Platten dann montieren können dazu. Das ist einfach aus Stahl wahrscheinlich gemacht, oder? Genau, das ist Stahl, wie gesagt, eben hat eine Gesamtstärke oder das Material hat die Gesamtstärke von 1 mm und eben die Flankendicke bis zu 150 mm dazu. Jetzt sehen wir hier ein Aquapanel, also eine Zementplatte ist schon angebracht. Und du wolltest aber noch mal uns kurz zeigen, wie jetzt noch eine Platte hinzukommen kann, richtig? Genau. Wir haben hier jetzt das kleinste Plattenformat, was wir jetzt hier von der Aqua Outdoor bzw. von der Zementboard Outdoor jetzt haben. 90 cm Breite mal 1,25 cm Länge. Dahingehend werden wir jetzt einmal die ganze Platte, was ich hier noch mal vorbereitet habe, auf Fugenabstand legen, und damit, dass wir auch den genauen Fugenabstand zusammenbekommen, dass das technisch funktioniert, haben wir solche Montagehilfen. Diese Montagehilfen setzen wir uns auf dieser Kante hier links und rechts auf, nehmen dazu einmal unsere Platte, die ungefähr der Quadratmeter 16 Kilo auf den Quadratmeter, setzen diese uns hier auf die Konstruktion auf, wird hier einmal dran befestigt, und nun nehmen wir auch dazu die passenden Schrauben, die hier eine SN 25 mm Gesamtlänge haben und einen Kopf, der was hier hinten dran solche Flügelschrauben hat oder beziehungsweise Flügel hat, dass diese sich hier hinten drinnen in das jeweilige Zementboard dann eben eingraben können dazu. Ah, okay, damit es einfach besser hält, oder was ist der Hintergrund? Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier das zu verschrauben und dass diese flächenbündig eingearbeitet werden. Diese Abstandshalter, wie gesagt, eben halten den Abstand und auch die Platte an der Konstruktion, wenn wir jetzt hier weiter verarbeiten. Das Ganze. Und das Erstaunliche ist ja eben, ich hätte gedacht, man braucht auf jeden Fall noch einen zweiten Mann oder so dafür oder eine zweite Frau natürlich, um das Ganze zu montieren, aber du schaffst es alleine. Ich schaffe das alleine. Wie gesagt, eben durch diese Montagehilfe haben wir jetzt die Möglichkeit, das Ganze eben mit Manpower leichter zu gestalten, alleine zu gestalten, das Ganze. Und um das Ganze jetzt festzumachen, brauchst du aber wahrscheinlich schon, ja, ein paar Schrauben sind schon notwendig, ne? Genau. Wir verschrauben jetzt noch mal auf den einen Profilständer fertig. Und dann werde ich euch noch mal zeigen, wie man eben eine Platte zuschneidet und dann, wie gesagt, eben noch mal weiter anbringt dazu.
Dann mach noch mal so lange weiter, wenn du magst. Ich rede vielleicht so lange mit dem Jörg noch weiter, bis du soweit fertig bist. Jörg, wie ist es mit dem Thema Brandschutz generell? Ist ja auch immer wichtig, auch bei der Außenfassade, ne? Stehen wir auch im Außenbereich natürlich, gibt es auch Brandschutz, wird häufig mit dem Innenbereich in Verbindung gebracht, aber es gibt auch im Außenbereich sogenannte horizontale Flucht- und Rettungswege. Kann die Kamera mal vielleicht mal hier drauf gehen. Hier sieht man eben eine Trennwand, die ist geprüft worden im Brandschutz mit der sogenannten F90-Konstruktion, also Feuerwiderstandsklasse F90. Sinn und Zweck der ganzen Sache ist eben, dass derjenige, der aus dieser Haustür da hinten rauskommt, eben sicher bis zum Fluchttreppenhaus eben kommt. Ah, okay. Ja, klingt auf jeden Fall durchdacht. Genau, wenn man jetzt mal hier unten noch einmal guckt, das soll natürlich den Brandüberschlag simulieren. Das heißt, wenn es unten im unteren Geschoss brennt, dass halt im oberen Bereich derjenige, der Nutzer eben sicher zur Rettungsweg kommt. Und dass sich das Feuer nicht nach oben und in alle anderen Richtungen weiter ausbreitet. Okay. Einmal Brüstung und einmal Wandkonstruktion eben. Ja, wir haben schon über die Anwendungsbereiche, die möglichen, gesprochen. Ist es eigentlich auch zum Beispiel was für die Sanierung der Fassade, wenn die neu gemacht werden muss? Genau. Sanierung, Renovierung, Umnutzung, das sind typische Anwendungsbereiche eben von der Aquapanelkonstruktion. Was der Michael eben gesagt hat, dieses KW-Profil, Fassadenprofil sagen wir auch dazu. Das beantwortet deine Frage, denke ich mal. Also KW heißt eben Knauf Außenwand, Fassadenprofil. Also Außenbereich für alle Bereiche. Genau, ja, damit ist die Frage gut beantwortet. Ich sehe gerade, Michael hat soweit was vorbereitet. Also die Wand hängt erstmal, ne? Das Aquapanel ist schon gut angebracht. Und jetzt wolltest du uns aber noch was zeigen, nämlich dass man das Ganze auch relativ leicht schneiden und zerteilen kann, ne? Genau, einmal das leichte Schneiden, beziehungsweise wie wird sie zugeschnitten, einmal in der Länge, beziehungsweise auch nochmal in der Breite. Und wie gesagt, eben die weitere Montage nochmal dazu. Als allererstes entferne ich jetzt hier wieder meine Abstandshalter, entferne die hier raus und setze diese wieder hier um, nach oben. Und nun messe ich eben hier noch 20 cm Gesamtmaterial und werde das hier jetzt zuschneiden. Okay, also du misst einfach jetzt die 20 cm ab mit einem Zollstock, das ist klar, einmal runter mit dem Messer. Und du ritzt es tatsächlich bisher nur so leicht an, ne? Ich ritze es nur ein, denn wir haben hier jetzt ein Gefüge auf der Vorderseite und hinten noch ein Gefüge in der Rückseite, die die Stabilität der ganzen Platte dann eben zusammenhält. Ach, jetzt hast du einfach dagegen geschlagen, einmal leicht und schon ist es ab. Ja? Ja, das geht ja fix. Das ist easy, ja. Ja, ich hätte gedacht, man muss vielleicht einmal ganz durch, aber leicht anritzen reicht aus, ne? Einfach anritzen, Gefüge hinten durchschneiden, nochmals dazu auf die Seite kippen und somit habe ich den Zuschnitt meiner beziehungsweise meiner Zementbordplatte jetzt eben dann eingeschnitten und zugeschnitten. Super, dann dir noch viel Erfolg hier fürs weitere Montieren. Und Jörg und ich würde sagen, wir gucken uns noch mal einen weiteren Bereich an, den wir hier um die Ecke finden. Und zwar ist das noch mal eine besondere Anwendungsmöglichkeit, ne? Nämlich hier sieht man, was quasi auf diesen Aquapanelen, auf den Zementplatten sonst noch so drauf montiert werden kann. Nämlich was? Nämlich was? Es geht um das Thema aktive Fassaden. Erneuerbaren Energien. Das heißt, wir können unsere Fassaden eben verschiedene Applikationen eben bestücken. Und hier auf der rechten Seite siehst du eben eine PV-Fassade, das heißt eine Wand, Knauf-Außenwand, die Strom erzeugen kann. Das haben wir mit Industriepartnern zusammen entwickelt. Die Unterkonstruktion kommt von der Firma GEP-Fassade aus Braunschweig. Das PV-Modul kommt von der Firma Avansis. Das heißt, wir arbeiten hier Hand in Hand mit Industriepartnern. Und diese Fassade kann eben Strom erzeugen, eine aktive Fassade eben. Und darunter liegen eben die Aquapanel-Zementplatten. Hier haben wir auch was Interessantes. Das hat vielleicht noch nicht jeder gesehen. Was ist das? Das ist eben eine begrünte Fassade, was wir hier mit der Firma EOT zusammen gemacht haben. Die Firma EOT hat eben ein Fassadenbegrünungssystem, was auch ein wichtiges Thema ist, was auch noch ein wichtiges Thema sein wird für die Zukunft. Dass wir eben sagen, Städtebegrünung ist teilweise schon Pflicht bei Ausschreibungen innerhalb von der Stadt. Also können wir im Grunde beides abdecken. PV, also BIPV sozusagen, Building Integrated Photovoltaic, wenn es Englisch hören möchtest, und eben die begrünte Fassaden. Also alles das mit eben diesem Knauf-Außenwandsystem zusammen in Verbindung. Also ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze dann auch nachhaltig gestalten kann. Jörg, vielen Dank.